Ehrlich gesagt, Paul hat sich in den letzten Wochen so merkwürdig verhalten, dass mir so langsam meine Zweifel gekommen sind. Willst du damit sagen, dass... Genau das. Und jetzt will ich von dir die Wahrheit hören. Hast du meinen Sohn verführt? Nico, kannst du mich hören? Nico, bitte sag doch was! Nico! Nico, ich hol Hilfe! Ich bin gleich wieder da! Hast du Paul verführt, ja oder nein? Du platzt hier einfach rein und beschuldigst mich... Moment. Ach, na so ein Zufall. Paul, was willst du denn hier? Frau Siebert, ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen. Diese blöde Aktion mit Konstantin. Wir wollten Sie damit wirklich nicht reinreißen. Es tut mir leid. Du glaubst ja nicht immer noch, dass... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und deswegen bin ich zu Anne gekommen, damit sie mir sagt, was an der Sache dran ist. Und was meinst du dazu? Paul ist mein Schüler und ich bin seine Lehrerin. Und mir irgendeine Beziehung mit ihm unterstellen zu wollen, ist vollkommen absurd. Es sollte mich doch wundern, wenn wir den Zuschlag dafür nicht bekommen. Wirklich. Sehr gute Arbeit. Und Heller Sports ist ein ziemlich dicker Fisch. Wenn wir den an den Haken kriegen, wäre Landschein Advertisement allein damit saniert. Ah ja. Es freut mich im Übrigen sehr, dass du jetzt noch alles daran setzt, die Holding in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Naja, meine Meinung dazu kennst du, Vater, aber da du nun einmal den Kredit aufgenommen hast, macht es ja wenig Sinn, unsere Differenzen dazu weiter auszutragen. Du hast recht. Es macht wenig Sinn. Ja, also um nochmal auf das Werbekonzept zu kommen. Da ist natürlich noch nichts entschieden. Ich treffe mich morgen mit dem Geschäftsführer und wenn der sein Okay gibt. Andererseits kostet die Umsetzung eine Kleinigkeit und wir müssen in Vorleistung treten. Ja, und was unseren Werbeetat betrifft... Ja, da setzt er alles daran, dich bei der Auktion zu überbieten und dann schenkt er dir den Pokal. Schon merkwürdig, oder? Oh, ich muss los. Elisabeth erwartet mich. Ja, wir sollten allerdings schon noch mal über diesen Werbeetat reden. Sag mal, können wir das nicht morgen machen? Na ja, gut, du hast recht. Ich muss auch in die Oper, sonst muss Natalie warten. Andererseits, ich finde, die halbe Stunde sollten wir uns schon noch nehmen. Ja. Also. Gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung, Sir? Noch einmal, Sir, und ich verfeuer dich hier gleich. Dann mache ich mir bei dir überhaupt gar keine Sorgen. So wird das jedenfalls nie was. Spricht dir unser kleiner Globetrottel? Wenn du dich in der Wildnis verlaufen würdest, wärst du auch völlig aufgeschmissen. Wenn ich mich verlaufen würde, was nicht passieren wird, dann hätte ich innerhalb von einer Stunde ein mollig warmes Lagerfeuer und darüber würde sich ein selbstgeschossenes Wildschwein braten. Ja, träum weiter. Würde ich ja gerne, aber dafür ist es zu kalt. Wie, Christian, du bist komm, Nico. Was ist mit Nico? Sie ist eine Felswand abgestürzt. Ach du Scheiße. Wir waren auf dem Rückweg und wir waren unterwegs und sie war hinter mir und plötzlich war sie weg. Keine Ahnung wie. Als ich hingeguckt habe, dann lag sie da, aber sie hat sich nicht mehr gerührt. Jetzt bleib ganz ruhig, sonst können wir Nico überhaupt nicht helfen. Ich rufe einen Notarzt. Hallo? Fritsche hier. Das ist ein Notfall. Da ist jemand von der Felswand abgestürzt.
Kann ich nicht genau sagen, wir waren noch nicht da. Aber vermutlich ist sie bewusstlos. Was? In Ratingen, in der Nähe vom Blauen See. Ja, genau, unter dieser Nummer. Danke. Du musst uns zeigen, wo das ist. Meinst du, kriegst das hin? Ich glaube schon. Okay, die melden sich von unterwegs. Den Rest müssen wir sie lotsen. Du noch den Schlafsack mit. Wahrscheinlich müssen wir eine Trage bauen. Du nimmst das Erste-Hilfe-Kit. Okay, dann los. Moment mal, du bleibst schon hier. Für mich ist das Thema noch lange nicht durch. Also wenn du bitte so freundlich wärst. Stopp, ich habe mich doch schon bei der Siebert entschuldigt. Ja, und bei dir doch auch. Ich glaube dir kein Wort. Weder dir noch Anne. Was? Wir haben kein Verhältnis. Wie oft soll Weißt ich du, dir... seit Wochen frage ich mich, warum du so komisch bist. Und auf einmal macht das alles Sinn. Dass du unbedingt die Schule wechseln wolltest. Weil ich Sportmedizin studieren will, ja. Worüber du vorher nie ein Wort verloren hast. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass Anne Siebert dann nicht mehr deine Lehrerin wäre. Das ist totaler Blödsinn, Susanne. Ich habe auf dich eingeredet wie auf einen sturen Bock. Und dann hat Anne sich dagegen ausgesprochen und plötzlich war der Schulwechsel kein Thema mehr. Oder damals, als du ihr diese Eifersuchtsszene bei Lars und Gregor gemacht hast. Angeblich eine Probe für die Theater AG. Hör auf, Susanne, ich hab nichts mit der Siebert. Sie ist meine Französischlehrerin. Wie uncool wäre das denn? Das ist völlig indiskutabel. Carla ist in etwa genauso alt wie Anne. Und noch dazu lesbisch. Hat dich das davon abgehalten, dich in sie zu verlieben? Susanne, das ist Ewigkeiten her. Mittlerweile weiß ich auch, wie kindisch das war. Dann kann ich heute Abend bei der Schulkonferenz also guten Gewissens sagen, dass du keine Beziehung mit Anne hast. Und dass ich dafür meine Hand ins Feuer legen kann, dass du kein Lügner bist. Paul. Zum letzten Mal. War das wirklich nur ein Streich? Oder hast du eine Beziehung mit Anne? Und Bernd hat noch nicht mal eine Nachricht hinterlassen? Keine Nachricht, keine Adresse. Und auf der Mailbox erreiche ich ihn auch nicht mehr. Er hat nur dieses Kästchen dagelassen mit dem Verlobungsring. Warum wolltest du eigentlich noch mal zu ihm? Um uns noch eine Chance zu geben. Ach, John. Ja, ich weiß, dass das nicht die vernünftigste Entscheidung gewesen wäre. Aber ich liebe ihn noch. Trotz allem. Zahlen bitte. Ja, ich komme. Entschuldigung. Guten Abend. Sie lieben wohl dramatische Auftritte, was? Wie kommen Sie denn darauf? Ach so, ja, Sie meinen wegen des Pokals. Ja, zum Beispiel. Sind Sie wirklich so schreckhaft? So sehen Sie eigentlich gar nicht aus. Ich bin nicht schreckhaft. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Einen Tisch für 3 Personen? Nein, vielen Dank, wir nehmen einen Drink. Ich werde erwartet. Okay. Also, bis später. Ja, schönen Abend. So. Nein, das ist ja unglaublich. Alles klar? Vorsicht. Oh Mann. Bei dem Abstieg können wir echt alle froh sein, dass wir nicht selber abgestürzt sind. Echt haarige Sache hier. Wenn Nico da den Halt verloren hätte. Daran will ich gar nicht denken. Ich hätte sie nicht überlebt. Niemals. Ja, danke. Also weißt du jetzt, wo die Stelle war oder nicht? Vorhin war es noch nicht so dunkel. Die muss hier irgendwo sein. Nico! Nico! Da ist sie! Da! Nico. Nico, Gott sei Dank. Nico! Sie atmet. Vorsicht. Darf sie nicht bewegen. Ihre Wirbelsäule könnte was abbekommen haben. Lass mich mal schauen. Nico, mach die Augen auf. Was wird das denn? Jetzt mach dich locker. Ich war mal Sani. Überrascht mich immer wieder. Und was sagt der Sani? Dass wir sie so lange nicht bewegen sollten, bis wir wissen, was sie sich getan hat. Ja, aber wir können sie doch hier nicht so liegen lassen. Willst du etwa riskieren, dass sie im Rollstuhl landet? Müssen wir sie irgendwie zu Bewusstsein kriegen. Nico? Nico, wir sind bei dir. Mach die Augen auf. Nico. Scheiße. Nico, wir sind bei dir. Nico, bitte.
Nico. Nico. Süße. Gott sei Dank. Naja, ich bin sozusagen Jäger aus Leidenschaft. Wenn ich erst einmal ein Opfer auserkoren habe, lasse ich es nicht mehr aus den Augen. Und wer versucht, mir meine Beute streitig zu machen, der bereut es in der Regel. Trotzdem haben Sie Ihre Beute Johannes überlassen. Ach, wie gesagt, bei der Auktion ging es mir nur ums Gewinnen. Der Pokal an sich hat für mich keinerlei Bedeutung. Im Gegensatz zu dir, nicht wahr, Johannes? Ich würde gern zahlen. Ja, gerne. Das waren 2 Frozen Mojito und es macht 16 €. Genau. 20 bitte. Vielen Dank. Kleinen Moment bitte. Wenn du uns jetzt bitte entschuldigen würdest. Elisabeth und ich haben noch etwas zu besprechen. Tu dir keinen Zwang an. Du hast mich offensichtlich nicht verstanden. Ich möchte, dass du uns allein lässt. Ach, weißt du, Johannes, ich lasse mir grundsätzlich nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Oder gehört diese Theke hier schon zu deinem Privatbereich? Nein, das nicht. Trotzdem möchte ich dich hier nicht haben. Weder hier noch in dieser Stadt. Bitte, es gibt keinen Grund zu streiten. Ich habe nicht vor, Düsseldorf zu verlassen. Im Gegenteil. Ich überlege sogar, mich hier ganz niederzulassen. Warum auch nicht? Die Geschäfte laufen gut und erste vielversprechende Bekanntschaften habe ich auch schon gemacht. Ich verbitte mir diese Vertraulichkeiten. Du lässt uns jetzt augenblicklich in Ruhe. Zuerst habe ich mir wegen der ganzen Fehlstunden keine Gedanken gemacht. Aber als Frau Siebert mir Ordnungsmaßnahmen angedroht hat, sie war die Einzige, die mir das nicht durchgehen lassen wollte. Ja, genau. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, Frau Siebert eine Affäre mit mir anzudichten. Um sie dann so richtig ins Schwitzen zu bringen. Eine völlige Schwachsinnsidee. Das ist uns inzwischen auch klar. Es tut mir sehr leid, Frau Siebert. Also vielmehr, es tut uns sehr leid. Können Sie das so bestätigen, Frau Siebert? Ich? Was soll ich denn daran bestätigen? Nun ja, es dürfte wohl auch in Ihrem Interesse liegen, die Umstände zu klären. Wenn Sie also etwas hinzuzufügen haben? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sind Sie sich da ganz sicher? Ich möchte noch etwas dazu sagen. Ich habe mich wegen dieser Angelegenheit lang und breit mit Paul auseinandergesetzt. Und er schwört, dass es sich um einen dummen Jungenstreich handelt. Und er keinerlei privaten Kontakt zu Frau Siebert hat. Ich glaube ihm. Die ganze Sache tut ihm sehr leid. Mir auch. Scheiße. Der Weg ist viel zu steil und zu uneben. So schaffen wir das nie zurück zum Lagerplatz. Wollen wir absetzen? Ja. Vorsichtig. Zum Glück hat sie nichts am Rücken abbekommen. Ja, ich glaube, sie hat eine Kopfverletzung, oder? Ja. Leg ihr am besten mal was drunter. Und ich lauf schon mal rauf zur Straße und guck, wo der Krankenwagen bleibt. Okay. Nicht, dass die uns verfehlen. Sie kommt doch wieder in Ordnung, oder? Ja, ich hoffe es. Wenn Anne nicht gewesen wäre, dann... Wie kann denn sowas eigentlich passieren? Ich meine, sie war plötzlich nicht mehr da. Ihr wart doch zusammen. Wir haben uns gestritten. Etwa wieder wegen diesem scheiß MP3-Player? Jetzt sag, was los war. Nico. Ist so kalt. Warte. Der Krankenwagen, der ist gleich da. Dann wird alles wieder gut. Versprochen. Ist alles okay. Also was Sie beide sich da geleistet haben, birgt meiner Meinung nach schon kriminelles Potenzial. Nicht nur, dass Sie unsere Schule fast in Verruf gebracht haben. Sie hätten es auch billigend in Kauf genommen, dass eine Pädagogin mit einem hervorragenden Ruf vom Schuldienst suspendiert worden wäre. Frau Siebert hätte als Lehrerin nie wieder Fuß fassen können. Wenigstens haben Sie sehr schnell erkannt, was Sie mit Ihrer Verleumdung hätten anrichten können. Deshalb werde ich es bei einer Verwarnung belassen. Enttäuschen Sie mich nicht. Ganz bestimmt nicht, Frau Aselmeier. Vielen Dank, Frau Aselmeier. Tja,
Das wäre dann wohl ausgestanden und wir können wieder zur Tagesordnung übergehen. Zur Tagesordnung. Versuchen Sie das zu vergessen. Sie wissen gar nicht, wie froh ich bin, dass sich dieses scheußliche Gerücht nicht bewahrheitet hat. Ich hätte Sie nur sehr ungern als Lehrkraft verloren. Nicht wahr? Frau Siebert ist so eine engagierte und verantwortungsbewusste junge Lehrerin. Frau Asselmeier, Sie täuschen sich. Sie alle täuschen sich. Ich bin keine gute Lehrerin. Und verantwortungsbewusst schon gar nicht. Es war kein Streich, sondern die Wahrheit. Paul und ich, wir lieben uns. War nicht mehr so lang. Ja? Johannes, was war das eigentlich vorhin im Schneiders mit euch? Du, Adrian und ich, wir können einfach nicht miteinander, das ist alles. Und deshalb lässt du dich so provozieren? Da steckt doch mehr dahinter. Da ist nichts. Du willst nur nicht darüber sprechen. Also gut, du hast recht. Ich finde es unerträglich, wie er mit dir flirtet. Und das mit einer Unverfrorenheit, also... Du bist eifersüchtig. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Dieser Degenhardt, der kann flirten, so viel wie er will. Ich liebe nur dich. Hier. Danke. Ach, Andi. Ich fand es übrigens toll, was du heute gemacht hast. Für Nico, meine ich. War doch selbstverständlich. Schließlich ist sie meine Ex. Ja, und ich habe mich immer gefragt, was sie überhaupt an dir gefunden hat. Ich weiß es jetzt. Du bist echt in Ordnung. Naja, du bist auch nicht so total verkehrt, wie ich erst gedacht habe. Danke. Ja, grüß Nico von mir, wenn du sie siehst. Und sag ihr mal, dass ich sie bald besuchen komme. Mach ich. Uns fehlen einfach die Worte, Frau Siebert. Eine Lehrerin, die sich auf einen Schüler einlässt und das an unserer Schule. Sie haben ihre Stellung missbraucht und einen Schutzbefohlenen schamlos ausgenutzt. Noch dazu ist Paul Brandner minderjährig. Er hat in Ihnen eine Vertrauensperson gesehen. Sie tun ja gerade so, als hätte sie mich dazu gezwungen. Ich konnte nicht anders. Wie bitte? Ich habe versucht, gegen meine Gefühle anzukämpfen, aber es ging nicht. Doch was ist eine Liebe wert, zu der man nicht offen stehen kann? Und das will ich jetzt. Ich liebe Paul und ich will mit ihm zusammen sein. Sie sind sich hoffentlich bewusst, wie ich jetzt mit Ihnen verfahren muss. Sie sind mit sofortiger Wirkung suspendiert. Und was Ihre Affäre zu Paul Brandner betrifft, ich denke, da wird Frau Brandner sicher noch ein Wörtchen mitreden wollen. Worauf Sie sich verlassen können. Ich habe gehofft, du wärst wach, dann könnten wir reden. Unser Streit vorhin wegen Christian, er war total bescheuert und völlig unnötig. Wir sind doch immer noch Freundinnen. Ich gebe ja zu, dass ich öfter mal eifersüchtig bin, weil er dich liebt und nicht mich. Nico, du musst mir glauben, ich gönne dir dein Glück von ganzem Herzen, wirklich. Erzähl doch keinen Scheiß. Du bist ja wach. Ich gönne dir dein Glück von ganzem Herzen. Du nutzt doch jede Gelegenheit aus, um mit Christian auszuspannen. Das stimmt nicht. Dir wär's doch am liebsten gewesen, wenn ich da unten krepiere. Spinnst du? Solange ich hier im Krankenhaus bin, hast du bei Christian freie Bahn. Oder liege ich da etwa falsch? Ich hoffe schwer, das war bei dir der Schlag auf den Kopf. Ansonsten hast du wirklich eine chronische Vollmeise. Ja, hau doch ab und komm am besten nie wieder. Hey.
Dass du nicht mal den ersten Akt durchgehalten hast, finde ich übrigens sehr schwach. Ich habe doch gesagt, ich hatte Kopfschmerzen. Na, dann solltest du dich mal untersuchen lassen. Du hast Kopfschmerzen, vergiss dein Handy im Büro. Ja, mit mir geht's bergab. Schade eigentlich. Also zuletzt habe ich ihn heute Abend im Schneiders gesehen. Das wäre dann aber wirklich alles. Graf Lahnstein, das hilft mir immer noch herzlich wenig. Sie müssen mir alles erzählen, was Ihnen einfällt. Wie haben Sie sich zum Beispiel kennengelernt? Das weiß ich noch wie gestern. Den Tag, an dem ich Adrian Degenhardt kennengelernt habe, werde ich wohl nie vergessen. Du erwartest Verständnis von mir? Ich muss wohl nicht fragen, wie die Konferenz... Lass uns bitte alleine, Lisa. Seit Wochen frage ich mich, was mit dir los ist, warum du so seltsam bist. Und du? Du lügst mich an. Heute Mittag noch. Nein, die Siebert ist meine Französischlehrerin. Geht's noch uncooler? Ich hab dir geglaubt. Und ich hatte keine andere Wahl. Warum verstehst du das nicht? Ich musste Anne doch schützen. Was redest du da? Diese Frau hat dich nur ausgenutzt, dich manipuliert. Hat sie nicht? Merkst du eigentlich, was sie für einen Menschen aus dir gemacht hat? Früher warst du immer ehrlich zu mir, hast mir vertraut. Erst Anne hat alles zwischen uns kaputt gemacht. Hör auf! Außerdem ist sie viel zu alt für dich. Such dir ein Mädchen in deinem Alter und komm vor allem wieder runter. Susanne, ich will kein Mädchen in meinem Alter. Ich will Anne, ich liebe sie. Das ist doch Blödsinn, Paul. Du liebst diese Frau nicht. Und du wirst sie nie wiedersehen. Haben wir uns verstanden? Ah, Herr Grages. Wir haben uns ja schon richtig lange nicht mehr gesehen. Guten Abend, Graf Lahnstein. Ich wusste gar nicht, dass wir momentan Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Wir haben doch hoffentlich kein Problem in der Holding. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen, Herr Grages. Er war auf der Suche nach neuen Aufträgen. Leider konnte ich ihm dabei nicht weiterhelfen. Ach komm schon, Vater. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihm weiterhelfen konntest. Wie bitte? Ja, du kannst es ruhig zugeben. Du hast Herrn Grages auf Adrian Degenhardt angesetzt. Diese Frau hat ihm völlig den Kopf verdreht. Und wenn ich Paul erst mal zur Vernunft gebracht habe, dann sieht er das genauso. Bestimmt nicht, wenn du ihm verbietest, die Siebert zu sehen. Oh nein. Das kannst du nicht machen, Paul. Das lasse ich nicht zu. Paul, Elisabeth ist doch gerade erst ausgezogen. Und wenn du jetzt auch noch abhaust, dann geht hier alles den Bach runter. Es tut mir leid. Susanne lässt mir keine andere Wahl. Es sei denn, du akzeptierst endlich, dass Anne und ich uns lieben und dass wir zusammen sein wollen. Sonst hast du mich hier das letzte Mal gesehen.